Nachdem ich euch im ersten Teil dieser Serie gezeigt habe, wie ihr ein Spielbrett für den neuen Speerspitze-Spielmodus von Age of Sigmar bauen könnt, geht's in den folgenden Minuten um die Bemalung und weitere Gestaltung. Und damit moin moin und herzlich willkommen zum TWS. Los geht's mit der Bemalung der runden Zielfelder. Dafür mische ich eine Grundfarbe aus 2 Teilen Schiefergrau und je einem Teil Siennabraun und Hellgrau an. Plus einen dicken Klecks Holzleim zum Versiegeln. Die überschüssige Farbe übrigens nicht wegwerfen. Damit könnt ihr beispielsweise noch das neue Age of Sigmar Gelände passend zu eurer Spielplatte grundieren. Nach der Grundfarbe folgt ein brauner Wash, in den ich hier und da etwas schwarzen Wash für organische Farbverläufe hineintupfe. Ich nehme wie üblich meine eigenen Mischungen, aber gebrauchsfertige Washes von zum Beispiel Vallejo funktionieren natürlich auch. Ist alles getrocknet, geht's mit einem 1:1 Mix aus Siennabraun und Hellgrau ans Trockenbürsten. Für die finalen Trockenbürst-Highlights nehme ich einen 1:1 Mix aus Sandbraun und Hellgrau. Die Innenbereiche der Zielfelder helle ich damit besonders auf. Wer mag, kann danach an jedem Board die Rahmen bemalen, zum Beispiel mit dem Siennabraun. Anschließend geht's auch schon ans Besanden. Ich greife mal wieder zu Terrariumsand, weil dieser direkt verschiedene Körnungen enthält. Verwendet ein einfaches Sieb, um kleine Steinchen und ausreichend feinen Sand zu erhalten. Nehmt euch dann nacheinander die einzelnen Platten vor. Zunächst wird Holzleim mit einem feuchten Pinsel gleichmäßig verteilt. Der zusätzliche Wasseranteil im Pinsel sorgt nicht nur dafür, dass der Leim eine nur noch minimal dickflüssige Schicht ohne Wölbung bildet, er verzögert auch das Antrocknen, sodass euch gleich fürs Besanden genügend Zeit bleibt. Streut zunächst ein paar Steinchen unregelmäßig auf, um danach über die gesamte Fläche großzügig Sand zu geben. Sobald nach einigen Stunden alles getrocknet ist, kippt ihr den Überschuss ab und bürstet mit einem breiten Pinsel die letzten losen Sandreste herunter. Nun kann ein Fixieren mit einem Holzleim-Wassermix oder dem Krautfixer von Krautcover nicht schaden. Optional könnt ihr in die feuchte Oberfläche noch verdünnte Washes tupfen. Mit Braun und Schwarz dunkelt ihr so den Sand noch etwas ab und erzeugt gleichzeitig Farbnuancen. Achtet nur darauf, dass die Washes keine harten Kanten bilden, indem ihr im Zweifelsfall noch etwas Fixierer drüber sprüht, um so die Washes weich auszufächern. Nach dem Trocknen könnt ihr dann durch leichtes Trockenbürsten mit zum Beispiel einem hellen Sandbraun noch ein paar Highlights setzen. Wer möchte, kann nun noch Grasbüschel aufbringen. Statt einzelne Grasbüschel bzw. Tafts in mühevoller Kleinarbeit nacheinander aufzukleben, gebe ich einfach etwas verdünnten Holzleim wahllos als Tropfen rund um die Zielfelder, um dann passende Streus zwischen 2 und 6 mm Länge aufzutragen. Dafür nutze ich einen elektrostatischen Begraser. Alternativ könnt ihr auch eine Spritzdose oder Sieb verwenden. Mehr zu diesen Geräten erfahrt ihr im oben verlinkten Video. Wichtig ist nur, dass ihr nacheinander mindestens 2 Streufarben verwendet, damit die Flächen natürlicher und nicht zu einheitlich aussehen. Während dann der Kleber trocknet, könnt ihr die Magnete in eure Magnetic Gaming Boards kleben. Markiert euch eine Seite eurer Magnetstange und entscheidet euch auf jeder Bordseite entweder für das linke oder rechte Loch. Ich nehme rechts. Gebt dann in jedes rechte Loch einen Tropfen Holzleim und drückt jeweils einen Magneten mit der ausgewählten Ausrichtung hinein. Danach dreht ihr eure Magnetstange um, markiert die Seite mit einer anderen Farbe und klebt in die verbleibenden linken Löcher die restlichen Magnete hinein. Wichtig hierbei ist, dass jeder Magnet bündig mit dem Board abschließt und nicht hervorsteht. Lasst danach alles gut durchtrocknen. Um die Zielfelder nun passend zum Speerspitze-Spielmodus zu individualisieren, könnt ihr sie ganz einfach mit passenden Contrastfarben lasierend bemalen. Sprich, mischt den Farben etwas Wasser als Verdünnung bei. Tupft danach die Mitten der Zielfelder ab, damit diese weiterhin möglichst hell wirken. Wer danach noch die Originalsymbole aufbringen möchte, hat unter anderem 2 Möglichkeiten. Fotokopiert die Vorlagen, legt sie aufs jeweilige Zielfeld und zieht die Umrisse mit einem Bleistift nach.
So prägt ihr ganz leicht die jeweiligen Silhouetten in den Hartschaum und könnt diese dann gegebenenfalls noch farbig nachzeichnen. Oder ihr schneidet die Fotokopien exakt aus und klebt sie mit Holzleim wie kleine Poster auf die Zielfelder. Danach noch etwas verdünnte Contrastfarben oder Washes plus eine verdünnte Holzleimschicht zum Versiegeln drüber. Fertig! Für mein Board soll's das allerdings schon gewesen sein. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachbasteln und Gestalten und wir sehen uns am nächsten Freitag wieder. Bis dann!